Endlich, Drova ist da. Das 2D-Gothic und ich liebe Gothic. Gibt es echt viel zu wenig Rollenspiele, die sich Gothic als Vorbild nehmen. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, endlich ein Video dazu zu machen. So, jetzt aber wirklich. War krank, aber jetzt geht's los, rein ins Spiel. Ich werde nicht plötzlich ein zweites Mal direkt hintereinander krank. Okay, das war komisch, aber damit kann jetzt ja eigentlich nichts mehr passieren. Jonas, kannst du morgen mit den News anfangen? Jetzt aber endlich Drova. Tja, manchmal macht einem das Leben und viele andere Projekte einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich wollten wir schon letztes Jahr zum Release ein Video zu Drova machen, aber ihr habt's ja gerade selbst gesehen, das Universum hatte echt was dagegen. Sogar so sehr, dass ich beim Schreiben dieses Textes nochmal krank geworden bin. Kein Witz. Also Daumen drücken, dass wir ohne weitere Zwischenfälle durchkommen und endlich über Drova Forsaken Kin sprechen können. Das Rollenspiel, das am 15.10.2024 für PC und Konsolen erschienen ist, verdient nämlich jede Aufmerksamkeit. Wie in besten Gothic 1 und Gothic 2 Zeiten erkunden wir eine Welt voller interessanter Figuren, entscheiden uns zwischen verschiedenen Lagern und können Quests auf unterschiedliche Art und Weise lösen. Dass sich Drova stark an Gothic orientiert, daraus macht das deutsche Team von Just2D kein Hehl. Im Gegenteil, sogar das Intro spricht niemand Geringeres als Bodo Henkel alias Xardas höchstpersönlich ein. Neben Schätzen und Nahrung hatten sie noch etwas Besonderes gefunden. Es leuchtete rot und zog die Blicke aller Umstehenden auf sich. Aber Drova ist eben nicht einfach ein Gothic-Klon, es hat vielmehr genau begriffen, was die deutsche Rollenspielreihe so besonders macht, überträgt die Erkenntnisse in eine zweidimensionale Welt und baut ganz nebenbei noch ein paar eigene Ideen mit ein. Diese Mischung funktioniert so erstaunlich gut, dass uns das Spiel auch Monate nach Release nicht aus dem Kopf geht. Also klären wir nochmal ganz genau, was Drova Forsaken Kin so besonders macht. In Drova Forsaken Kin hört unser selbst zusammengebauter Held Yogel seit seiner Geburt vom sagenumwobenen Land Drova. Dort sollen die Menschen in Frieden und Harmonie leben und niemand muss hungern. Die Realität spuckt unserem Helden aber schnell ins Gesicht, oder zumindest auf den Boden. Denn Yogel landet nach einem gefährlichen Ausflug durch einen mysteriösen Nebel zwar tatsächlich in Drova, aber von der friedlichen und harmonischen Welt sehen wir nichts. Überall lauern Monster, die Menschen sind alles andere als freundlich und wirklich willkommen sind wir auch nicht. Und sogar untereinander trauen sich die Leute nicht über den Weg und haben sich sogar in zwei verschiedene Lager zerstritten. Und als wäre das alles immer noch nicht genug, kreist ein tödlicher Schleier das vermeintliche Paradies ein, breitet sich immer weiter aus und bedroht damit sämtliches Leben. Wir müssen in all diesem Chaos nun nichts weniger als die Welt retten. Und sehr schnell macht Drova klar, dass es in Sachen Quests und Open World ganz oben mitspielt. Aber von vorne. Im Intro erhalten wir einen Kristall und sollen den zu einem Druiden in der Stadt Nemeton bringen. Und mit dieser vermeintlich simplen Aufgabe stolpern wir genau wie in Gothic immer tiefer in die Gesellschaft von Drova rein. Denn wo liegt Nemeton überhaupt? Der nette Mann hier gibt uns eine Karte, die... Karte kann man das ja wohl kaum nennen. Zumindest zeigt sie uns grob einen Weg zur Stadt. Einmal hier außen komplett herum, die nahegelegene Brücke ist nämlich kaputt. Aber auf dem Weg gibt's halt viel zu viele starke Monster. Vielleicht dann doch erstmal Halt bei den Holzfällern machen und dort stärker werden? So lenkt uns das Spiel sanft in eine Richtung, ohne dass es uns auf einen bestimmten Weg zwingt. Denn wir können theoretisch wirklich bis zu Nemeton durchlaufen, nur kommen wir dann auch entsprechend schwach dort an. Zumindest zu Beginn sind wir nur einer von vielen und sollten Arbeit von den NPCs lieber annehmen. Also doch erstmal zu den Holzfällern. Da erhalten wir dann die ersten Missionen und verdienen uns Geld und neue Ausrüstung. Oder wir lernen bei der ruppigen Truppe mehr zu den Gefechten, dazu später mehr. Die Quests fallen auf den ersten Blick genre-typisch aus. Sammle dies, finde den, besiege das. Aber in jedem Gespräch lernen wir mehr über die Welt und fast alle Missionen können wir auf unterschiedliche Arten lösen. Ein kleines Beispiel. Ganz zu Beginn sollen wir herausfinden, ob sich jemand am Essensvorrat der Holzfäller bedient. Wir warten also bis nachts oder legen uns kurz schlafen, nähern uns langsam dem Lager und erwischen Owein auf frischer Tat. Was nun mit ihm geschieht, ist völlig uns überlassen. Wir können ihn ans Messer liefern, wir können ihn selbst umhauen, wir können ihm aber auch einen Job bei den Holzfällern beschaffen.
Die sind nämlich sowieso chronisch unterbesetzt, seitdem in Drova mehr Monster herumschleichen und die Menschen lieber ins nahegelegene Ruinlager fliehen. Später erfüllen wir dann Aufgaben für die Anhänger von Nemeton oder dem Ruinlager und müssen uns sogar für eine der beiden Fraktionen entscheiden. Ganz wie im großen Vorbild halt. Und beide haben ihre klare Motivationen und Geschichten. Das Ruinlager hat sich etwa von Nemeton losgesagt und nimmt entsprechend liebend gern neue Leute auf. In Nemeton kommen wir hingegen nicht einmal ohne weiteres in die Stadt hinein. Zu groß ist die Angst vor Verrätern, die fürs andere Lager spitzeln. Ihr seht schon, nicht nur gibt es hier kein Schwarz und Weiß, die Welt und ihre Hintergründe schwingen ständig mit. Da stört es uns auch kaum, dass die Figuren alle stumm bleiben. Mit Ausnahme des Introfilmchens gibt es im Spiel keine Sprecher. Bei einer derartigen Menge an Texten und dem kleinen Entwicklerteam verständlich, zumindest für die Hauptstory hätten wir uns aber schon Stimmen gewünscht. Aber hey, Drova kreiert trotzdem audiovisuell eine fantastische Atmosphäre. Es fehlt zwar an Sprechern, dafür punktet das Rollenspiel mit einer gelungenen dynamischen Musikuntermalung und einem tollen Sounddesign. Die Stücke versprühen die Schwere und Melancholie des kaputten Paradieses, die lauten Tiere und knarzenden Pflanzen machen die Welt lebendig. Während die Quests und Figuren eine große Stärke von Drova sind, fällt die eigentliche Geschichte im Vergleich etwas ab. Sie ist solide, wartet mit ein paar Highlights auf und treibt uns gut durch die Welt, aber vom Hocker reißt sie auch nicht. Dafür haben wir das alles schon mal zu oft in ähnlicher Form in anderen Rollenspielen gesehen. Besonders schade, der Nebel kommt selten als die große Bedrohung herüber, die er eigentlich sein soll. Es ist eben nicht die Geschichte, es sind die Figuren, die Konflikte und die Mythologie des Ortes, die uns so sehr an Drova fesseln. In einer Hinsicht übertrumpft das Spiel sogar sein großes Vorbild. Mit fortschreitender Handlung entwickeln sich auch andere Figuren weiter. Ganz banal wie etwa am Anfang, dass jemand sich den Holzfällern anschließt. Später steigen Charaktere aber auch in ihrem Rang auf, wechseln ihren Standort und so weiter und so fort. Dadurch wirkt die Gesellschaft im Spiel deutlich lebendiger als etwa in Gothic. Und dann ist ja da noch die toll designte offene Welt. Denn das hier ist nicht Drova. Das hier ist Drova. Es macht einfach so einen unendlichen Spaß, dieses Gebiet zu erkunden. Nicht nur, weil an jeder Ecke gute Quests und Geheimnisse warten, sondern auch, weil Just2D hervorragend moderne Standards da weglässt, wo es Sinn ergibt. Questmarker gibt's nicht. Tutorials? Nicht nach den grundlegendsten Mechaniken. Eine Karte? Ja, aber die müssen wir uns erstmal kaufen, zusammen mit Tinte, mit der wir dann selbst interessante Orte markieren, sonst müssen wir uns alles merken. Jede Form von Unterstützung müssen wir uns selbst verdienen. Sogar eine Schnellreise, die die Entwickler im Dezember 2024 per Patch nachreichten, spielen wir uns erst einmal in einer Questreihe frei. Das einzige Zugeständnis ist ein Personenregister, das aber auch erst mit einem Update nach Release erschienen ist. Ein modernes Gameplay-Element ist zudem der Suchmodus à la Witcher 3. Bei gedrückter rechter Maustaste gehen wir langsamer, lassen Hindernisse verschwinden und decken Sammel-Items und Spuren auf. Ein cooles Gimmick, mit dem wir nichts übersehen. Drova setzt es übrigens auch gerne mal in Quests ein. Hier folgen wir etwa den Fußspuren eines Monsters und entdecken so seinen Unterschlupf. Aber auch ohne Suchmodus bleibt Drova trotz Vogelperspektive und begrenztem Bildausschnitt immer übersichtlich. Mit der Maus schwenken wir die Kamera vor Jugel immer ein Stück voraus, sodass er nicht ganz mittig im Bild herumläuft. So sehen wir trotz der Perspektive immer genügend. Drova kann so sogar verdammt gut vertikale Bereiche nutzen. Unübersichtlich wird es nie, nur manchmal etwas unlogisch. Unser Jogul kann nämlich nicht springen und bereits kleine Vorsprünge werden zu unüberwindbaren Hindernissen. Ist kein Beinbruch, fällt aber bei einer sonst so immersiven Welt umso mehr auf. Dennoch, die Welt und ihr Aufbau, die verschachtelten Quests und die Mischung aus alten und neuen Tugenden sorgen dafür, dass wir in dieser Welt versinken wie in kaum einer anderen. Und Drova weiß vor allem immer, wann genug ist. Keine Mission ist zu lang, die Welt bleibt üppig, aber nicht zu groß. Sogar die solide Geschichte ist genau dann vorbei, wenn sie nichts mehr zu erzählen hat. Nichts wirkt hier gestreckt, nichts zu groß. Mit seiner Welt und seinen Quests überzeugt Drova also bereits auf ganzer Linie. Wie sieht's aber mit dem restlichen Spiel aus, also mit Rollenspielsystemen und den Gefechten? Kurz gesagt, sehr gut, wenn auch nicht überragend. Die Kämpfe sind deutlich schneller und direkter als in Gothic. Wir kloppen mit leichten oder schweren Angriffen direkt auf Gegner und Monster drauf. Mit jedem Treffer füllen wir unsere Fokusleiste. Erreicht die einen Kasten, lösen wir auf Knopfdruck die entsprechende Spezialfertigkeit frei, etwa lassen wir Feinde bluten oder lösen einen Zauber aus. Mit einem Seitenschritt weichen wir hingegen aus. Welche Waffe wir dabei einsetzen, wirkt sich extrem auf die Gefechte aus. Wer auf Zweihänder wie etwa Äxte setzt, hat beispielsweise keine Hand mehr für einen Schild über und kann nicht parieren. Dafür ist unsere Reichweite deutlich höher. Mit Schleuder und Bogen schießen wir hingegen aus der Ferne, sind aber im Nahkampf ziemlich wehrlos. Weil wir vor allem zu Beginn nur wenig aushalten,
dann müssen wir das System schnell verinnerlichen und am besten Waffen kombinieren. Unsere Figur kann nämlich 2 Sets dynamisch hin und her wechseln. Wir ballern also etwa zunächst mit der Schleuder und wedeln dann mit dem Schwert herum. Durch den Fokus und die Spezialattacken entwickeln die Gefechte auch eine tolle Dynamik. Die Angriffe können nämlich einen knappen Kampf durch ihre Wucht gern mal zu unseren Gunsten entscheiden. Vor allem bei mehreren Feinden kommt das System aber an seine Grenzen. Wenn von allen Seiten Gegner anschwärmen, ziehen wir gern mal in Sekunden den kürzeren, selbst wenn wir eigentlich stark genug für die Monster sind. Also heißt es lieber einzelne Feinde rauslocken und volles Pfund aufs Maul. Sorry, der musste einfach einmal sein. Zudem müssen wir auch aufpassen, wen wir angreifen, denn in Drova gibt es kein Level-Scaling. Die Feinde haben einen festen Level, wenn wir an einem Monster nicht vorbeikommen, müssen wir es später noch einmal versuchen. Also wenn Yogel endlich stärker geworden ist. Cool, wer fleißig mit NPCs spricht, lernt die Feinheiten des Kampfsystems in Detail und kann sogar etwas üben. Ist aber halt auch kein Muss. Neben Quests und Kämpfen sammeln wir haufenweise Items, tauschen unsere Fundstücke bei Händlern ein, erhalten Erfahrungspunkte, brauen uns Essen und Tränke für Buffs und vieles mehr. Hier bleibt Drova ziemlich genretypisch. Das Levelsystem stammt hingegen wieder fast 1:1 aus Gothic. Wir steigen mit einem neuen Level nicht einfach auf und verteilen Punkte auf Statuswerte, wir müssen Lehrer finden und können nur bei ihnen neue Fertigkeiten und Attribute erlernen. Aber auch hier hat Drova eine kleine, feine eigene Idee. Waffen sind nun nicht mehr an einen bestimmten Attributwert gebunden, vielmehr ist die insgesamt investierte Zahl wichtig. Das sorgt dafür, dass wir am Anfang munter Punkte ausgeben, statt sie für bestimmte Lehrer zu horten, weil wir eben dieses eine Schwert anlegen wollen. Insgesamt klingt Drova Forsaken Kin wie ein herausragendes Spiel und das ist es in gewisser Weise auch. In kaum einem anderen Rollenspiel habe ich mich in den letzten Monaten so verloren. Kaum ein anderer Titel hat die Magie von Gothic so gut verstanden und ist trotzdem eigenständig genug geblieben. Aber Drova funktioniert eben nur, wenn man sich auf diese Art von Rollenspiel einlässt. Man muss es in Kauf nehmen, dass man zunächst wie der ärmste Schlucker durch die Welt läuft. Dass man sehr oft sterben wird und das nicht nur am Anfang. Dass man viel lesen wird ohne Sprecher im Ohr, dass man über 30 Stunden auf eine pixelige Region schaut. Drova ist nicht perfekt. Gerade in Sachen Story, Waffenvielfalt und Kampfsystemen geht es definitiv noch besser. Dennoch ist es ein fantastisches Kleinod geworden, das sich vor den großen Vorbildern wirklich nicht verstecken muss. Oh oh.